Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein leckeres Zwiebelgulasch. Die Zutaten und die Beschreibung verlinke ich euch wie immer in der Infobox. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo und ein Like wirklich sehr freuen. Und wenn ihr keins meiner weiteren Videos verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. So wird euch immer angezeigt, wenn ich ein neues hochlade. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Als erstes benötigen wir 1 Kilogramm Schweineschinkengulasch, in mundgerechte Stücke geschnitten. Das Gulasch würze ich jetzt mit 2 Teelöffeln Kräutersalz. Ich habe hier das von Ankerkraut genommen und finde es wirklich sehr lecker. Dann nehme ich noch 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß und 1 Teelöffel weißen Pfeffer. Die Gewürze werden jetzt gut in das Fleisch eingerührt. Nun geben wir Öl in einen großen Topf und erhitzen es. Ich habe hier Rapsöl genommen. Ihr solltet auf jeden Fall ein geschmacksneutrales Öl oder Butterschmalz verwenden. Das Fleisch wird jetzt portionsweise von allen Seiten schön braun angebraten und dann erst einmal beiseite gestellt. Wichtig ist, dass das Fleisch genug Platz im Topf hat, damit es auch schön braun wird. Das portionsweise Anbraten des Fleisches hilft uns dabei, später eine leckere dunkle Soße zu bekommen. Denn durch den austretenden Fleischsaft entstehen tolle Aromen, die später der Soße einen kräftigen, leckeren Geschmack verleihen. Und da es ja ein Zwiebelgulasch werden soll, brauchen wir natürlich viele Zwiebeln. Ich habe hier 3 große Gemüsezwiebeln verwendet. Die Gemüsezwiebeln habe ich halbiert und in Streifen heruntergeschnitten. Ich halte es hier mit dem Schneiden sehr rustikal, da ich finde, dass es sehr gut so zum Gericht passt. Wer es nicht so grob geschnitten mag, kann die Zwiebeln natürlich auch etwas feiner schneiden. Als nächstes brauchen wir 4 Knoblauchzehen. Die hacken wir in ganz feine Würfelchen. Wenn ihr das Gulasch portionsweise angebraten habt, entsteht unten am Topf der typische dunkle Bratensatz. Auf diesen Bratensatz geben wir jetzt unsere Gemüsezwiebeln und verrühren sie kräftig mit dem Bratensatz. Die Zwiebeln werden dadurch schön gebräunt und bekommen dadurch einen tollen, intensiven Geschmack. Zu den gebräunten Zwiebeln geben wir jetzt die geschnittenen Knoblauchzehen und rühren es einmal schön durch. Als nächstes kommt das angebratene Fleisch zurück in den Topf und wird gut mit den Zwiebeln und den Knoblauchzehen verrührt. Jetzt benötigen wir Tomatenmark. An das Gulasch geben wir ungefähr eine halbe Tube. Darauf verteilen wir dann 2 Teelöffel ganzen Kümmel. Das ist aber nur optional und kein Muss. Es macht das Zwiebelgulasch aber sehr viel bekömmlicher. Jetzt gebe ich noch 2 Esslöffel Eiweiß dazu. Und dann werden alle Gewürze gut miteinander verrührt. Nun mischen wir 1 Liter Gemüsebrühe an. Ihr könntet auch Rinderfond nehmen. Ich habe dazu auf 1 Liter Wasser 2 gehäufte Esslöffel Gemüsebrühe gegeben. Die Hälfte der Gemüsebrühe gebe ich jetzt zu dem Gulasch und verrühre es gut. Jetzt machen wir den Deckel auf das Gulasch und lassen es bei mittlerer Hitze eine Stunde lang schmoren.
Zwischendurch solltet ihr es immer mal wieder umrühren, damit unten am Boden auch nichts anbrennen kann. Wie ihr seht, ist ein Teil der Flüssigkeit schon einreduziert. Deshalb gieße ich jetzt noch mal ein bisschen Gemüsebrühe nach. Jetzt lasse ich das Gulasch unter gelegentlichem Rühren 20 Minuten bei geöffnetem Deckel leicht köcheln. Jetzt wird es Zeit, das Gulasch einmal abzuschmecken. Und ich muss sagen, hier fehlt wirklich nichts, es schmeckt perfekt. Falls bei euch noch etwas fehlt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einmal nachzuwürzen. Jetzt binde ich das Gulasch mit angerührter Speisestärke ab, um die Soße anzudicken. Dazu gebe ich etwas Speisestärke in ein Schälchen. Dann gebe ich etwas kaltes Wasser hinzu. Die Speisestärke verrühre ich jetzt so lange, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind und sie sich ganz leicht rühren lässt. Die angerührte Speisestärke geben wir jetzt nach und nach in die kochende Flüssigkeit. Dabei sollte man die ganze Zeit rühren, damit keine Klümpchen in der Soße entstehen. Da die Speisestärke die Soße sehr schnell andicken lässt, ist es wichtig, sie nach und nach zuzugeben, bis die gewünschte Konsistenz in der Soße erreicht ist. Hier zeige ich euch mal die Konsistenz meines Zwiebelgulaschs. Von den Zwiebeln sieht man jetzt kaum noch etwas, aber der Geschmack ist einfach grandios und es riecht wirklich toll. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Zu unserem Gulasch essen wir heute Nudeln. Es passt aber auch super ein Baguette oder Knödel und Rotkohl oder ein leckerer Gurkensalat. Mein Baguette und meinen Gurkensalat verlinke ich euch im Abspann. Ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!